Gelbe geht auch nach oben. Das heißt, so muss es ran sein. Also so wird es eingehakt und dann nach rechts arretiert. 6,7 Kilometer. Nächster Abbiegepunkt wäre rechts. Und der Pfeil ist weiß ausgefüllt. Wir sind also auf der Route. Seid ihr es auch leid, immer das Handy als Navi am Motorrad zu befestigen? Stört euch die Optik oder sucht ihr einfach eine simple Lösung, während der Fahrt ein Navi nutzen zu können? Dann könnte das Beeline Moto das Richtige für euch sein. Das Unternehmen ist ein Start-up von 2 Freunden aus London, die es leid waren, immer mit der großen Lösung durch die Gegend zu fahren. Und so entstand ein Mini-Navi fürs Motorrad und für Fahrräder. Man muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen, um sich das Beeline Moto anzuschaffen. Ganze 168 € will der Hersteller für die Version aus Kunststoff. 224 € sind fällig für das graue Beeline aus sogenannten Gunmetal und 224 € für die silberne Version. Ob dieser hohe Preis gerechtfertigt ist, sage ich euch am Ende im Fazit. Umweltfreundlich in einem recycelten Karton wird das Beeline Moto geliefert. Fangen wir gleich an. Zack. Das ist so der Slogan, der Claim, Where to. Okay. Gut, die Verpackung. Beeline Moto Navigation for Motorcycles and Scooters. Black Version. Schauen wir mal, was drin ist. Sehr leicht. Okay, da ist es. Hello, Twist and Lift. Das ist hier das System, ähnlich wie es später dann auch angemacht wird. Reinmachen und drehen. Okay. Ach, das ist niedlich. Guck mal. Das kleine Motorrad, könnt ihr das sehen? Das dreht sich. Okay. Gut, also wir haben zum einen das Beeline Moto an sich, hier oben die Ein- und Aus-Taste und dann gibt es 3 Tasten als System- oder Funktionstasten. Dann gibt es einmal das Befestigungspad für den Lenker. Was haben wir hier noch? Es stand ja gerade draußen, es gibt 2 Befestigungsarten. Nochmal ein Pad, das heißt hier wieder mit dem Drehmechanismus und dann hier, was man irgendwo festkleben kann, wahrscheinlich mit M3 Mounts oder 3M Mounts. Das ist also ein zweites Befestigungspad. Dann, na, raus mit dir. Okay, dann haben wir hier eine Fummelei. Ich sehe ein USB-A-Kabel und eine Ladestation. Relativ kurz und auch hier wieder ganz klar. Rechts anflanschen, drehen und dann ist es fertig zum Laden. Hier von 3M das Befestigungspad für genau diese Befestigungsart, wenn man es irgendwo fest drauf machen möchte. Dann gibt es verschiedene Gummis, 4 an der Zahl. Die sind für dieses Pad gut. Und last but not least, thank you, you're welcome. Ein kleines Thank you Kärtchen von Tom, Mark and the Beeline Team. Und ein Quick Start Guide, Installation, Charging, die einzelne Belegung der Device Buttons, das Pairing mit dem Smartphone. Ja, das war's. Dann schauen wir mal, wie einfach sich das befestigen lässt. Montage kann man nicht sagen, weil das ist wirklich mutmaßlich super simpel. So, hier haben wir also das
Beeline Moto, wie gerade vorgestellt. Und dann gibt es hier das hier. Das Pad im Prinzip, womit man es an den Lenker ran macht. Und hier gibt es das Gummi. Davon habt ihr ja gesehen, gibt es verschiedene Größen. So, also ich könnte das sicherlich hier befestigen. Aber vielleicht geht es auch in der Mitte, das wäre natürlich besser. Ihr müsst darauf achten, dass der Pfeil nach oben ist. Denn später hier das Grüne, das Gelbe, grün, das Gelbe geht auch nach oben. Das heißt, so muss es ran sein. Also so wird es eingehakt und dann nach rechts arretiert. Und darum muss der Pfeil nach oben. Perfekt. So habe ich es schön mittig. Und ja, die Montage ist dann eigentlich ganz einfach. Rechts ansetzen, nach oben drehen. Einschalten. Geht oben, ein bisschen länger raufdrücken. Da ist es. Er zeigt die Uhrzeit an und ein kleines Bike, das hin und her schaukelt. Gut, dann gucken wir mal, was das Ding kann. Auf geht's! Die Beeline-App ist installiert. Starten wir das Ganze mal. Relativ simple Ansicht. Verbessere meine Routen brauchen wir nicht. Wohin? Geben wir mal ein Kudamm in Berlin. Kurfürstendamm. Er berechnet eine vernünftige Strecke. Das geht hier über die AWUS. Hier auf dem Beeline steht Where to. Also das Gerät hat selber die Route noch nicht bekommen. Wir drücken auf Los und zack ist die Route da. 144 Meter bis zum nächsten Abbiegevorgang. Er dreht sich jetzt natürlich noch, weil er jetzt gar keine richtige GPS-Daten vom Handy hat. Und das war's. Jetzt kann ich hier rauf gehen, ich bin fertig. Oder ich kann mir jetzt hier das quasi analog zum Handy anschauen. Ja, ich bin fertig. Dann fragt er mich, wie die Route war. Ja, Dauer 24 Sekunden, 0 Meter Distanz. Arrived. 0 meters with Beeline. Das ist klar. Okay, keine Bewertung abgeben. Und das war's. Fertig. Und dann kann man die neue Route eingeben. In den Einstellungen relativ simpel. Beeline-Status verbunden, Batteriestatus 34%. Hier kann ich es entkoppeln. Auto-Hintergrundbeleuchtung, das ist ein bisschen blöd, weil der hat keinen Sensor drin. Das heißt, das Licht geht nicht automatisch an, wenn jetzt Licht da ist, sondern es geht immer nur nach Uhrzeiten an. Nämlich Sonnenuntergang 16:20 Uhr muss man hier eingeben, dann geht es an. Entfernungseinheiten, Kilometer, Zeitformat, Aktivitätstyp, in dem Fall Motorrad. Und ganz wichtig, ich habe den Fehler gemacht, aber das werdet ihr gleich sehen, automatische Umleitung. Unbedingt aktivieren, sonst denkt ihr, das Ding kann gar nichts. Ja, das ist es. Die App ist relativ simpel und hat dann auch so eine Art Fahrtenbuch. Eine Heatmap sieht man dann, wo ich so durch die Gegend gefahren bin. In Sachen Anwenderfreundlichkeit ist es wirklich super. Dadurch, dass das Display groß genug ist. Einzig jetzt seht ihr im Tunnel kein Licht. Das ist blöd. Da fehlt ein Lichtsensor. Ist das Display groß genug? Und Beeline hat hier echt Wert darauf gelegt, das nicht zu überfrachten mit großen Anzeigen. Das heißt, es gibt den Pfeil, meine Richtung, den Punkt, wo mein nächster Wechsel ist, die Entfernung zum nächsten Punkt und die Route insgesamt. Das ist gut und lenkt dann eben auch nicht so sehr ab. Dann schauen wir mal. Wir sollen geradeaus fahren. Fahren wir mal rechts. Okay. Wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Er berechnet die neue Route blitzschnell und gibt gleich neue Anweisungen an. Okay, dann versuchen wir das gleiche nochmal. Da vorne an der Ampel soll es links gehen. Mache ich nicht.
Ich will den Beeline auf den Zahn fühlen und es ärgern. Wir fahren geradeaus. So, 21, 22, we could, ja, 3 Sekunden und er hat die neue Route. So stelle ich mir das vor, perfekt. Und von der Anzeige her, also wie verständlich sind diese Abbiegehinweise? Ja, das ist super, das ist echt übersichtlich. Dient natürlich letztendlich auch dazu, dass man nicht zu sehr vom Straßenverkehr abgelenkt wird. Und ist sinnvoll angeordnet, die einzelnen Bedienelemente bzw. Anzeigeelemente. Nicht überfrachtet, sehr, sehr logisch. Gut finde ich das auch mit dem Pfeil. Wenn er weiß ist, also ausgefüllt, dann ist man auf der Route. Wenn er nicht ausgefüllt ist, so wie vorhin, dann ist man außerhalb der Route und da wird dann auch nichts berechnet oder angewiesen. Man sieht dann quasi wie beim Navi, wenn man Offroad ist, nur die Himmelsrichtung, in die man sich unbedingt bewegen muss. Okay, eben auch wieder ein kleiner Abbiegehinweis, einfach mal ignoriert. Aber wir nehmen den nächsten. In 95 Metern biegen Sie bitte links ab. Biegen Sie bitte jetzt links ab. Ja, würde ich ja. Wenn ihr da vorne mal fahrt, wie soll das funktionieren? Gott schütte Hirn aus. 1,1 Kilometer geradeaus und nach 1 Kilometer jetzt rechts abbiegen. Okay, ich weiß, dass da vorne eine Sperrung ist, also die zweite Straße. Wir müssen hier rechts abbiegen und werden das Beeline noch einmal prüfen. Passt perfekt. Es ist sehr klein, passt vom Design her zu fast jeder Maschine, die Bedienung ist einfach und das Beeline Moto ist vom Konzept her einzigartig. Allerdings kann die simple Pfeiloptik bei komplizierteren Abbiegevorgängen, zum Beispiel an Autobahnkreuzen, nicht komplett überzeugen. Die Akkulaufzeit ist spitze, jedoch bringen 40 Stunden nicht so viel, wenn bei eurem Handy der Saft ausgeht. Eine Powerbank fürs Handy sollte bei längeren Touren also schon dabei sein. Und dann wird's wieder nicht ganz so simpel. Was mich hauptsächlich stört, ist der happige Preis. 168 oder sogar 224 € sind für ein Anzeigegerät ohne eigenes GPS schon ein sehr stolzer Preis. Und so muss jeder für sich entscheiden, ob das unauffällige und durchaus schicke Design die Summe wert ist. Denn eins ist klar, vom Funktionsumfang ist jedes Handy-Navi oder Motorrad-Navi dem Beeline Moto überlegen. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ein neues Video gibt es kommenden Samstag. Euch eine gute Zeit. Grüße aus der Hauptstadt.